Moin Moin, hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal. Und heute gibt es hier eine Runde Shakes and Fidget. Heute befinden wir uns auf W50 und ja, auf meinem Krieger. Dort werden wir heute mal reinschauen. Wir haben ein bisschen was wir bei den Dungeons legen können. Und ich hatte ja gesagt gehabt, dass wenn meine Edelsteinmine auf Stufe 50 ist, die sie jetzt erreicht hat, ja, dann wollte ich eigentlich ein paar Steine skippen, ein paar legendäre Steine, damit ich hier wieder auf aktuellsten Stand bin, denn momentan sind die immer noch sehr outdated und ich kann mittlerweile so um die 1400er könnte ich hier schon so finden, ne? Und das würde natürlich nochmal einen extremen Boost ausmachen. Ich befinde mich jetzt immer schon so, muss ich sagen, konstant in den Top 30. Mal schauen, wo ich mich befinde, wenn ich denn noch aktuelle Steinchen noch hier überall reingesetzt habe. Dann habe ich ja noch mal ein bisschen bessere Stats und ja, dann geht das auf jeden Fall hier auch bergauf, würde ich mal so behaupten, ne? Ansonsten, ja, wie soll es auch anders sein? Wir sind hier weiterhin mit der Holzfällerhütte gut am Start. Ne? Man sieht, es sind alle aktiv, auch wenn nicht immer alle immer rechtzeitig zu den Kämpfen da sind. Ja, da muss man immer noch mal ein Auge drauf werfen. Ansonsten herrscht hier leider, muss man dazu auch sagen, viel Bewegung in der Hütte in den letzten Tagen mal wieder. Wir mussten wieder sehr viele Spieler auswechseln, die leider auch aus privaten Gründen aufhören. Und ja, so ist das leider immer. Deswegen die Warteliste, die ich letztens gerade erwähnt habe, die gut gefüllt ist jetzt schon wieder so gut wie aufgebraucht. Das heißt, wir müssen uns da wieder auf die Suche machen nach neuen Leuten, die gerne ja, auch die Warteliste befüllen wollen, um in Zukunft eventuell mit uns auf Langzeit sich zusammen zu spielen. Ne? Nach wie vor haben wir immer noch eigentlich so die niedrigsten Voraussetzungen. Deswegen frage ich mich, oder ich bin trotzdem happy, sage ich mal, und ich frage mich, wie wir immer noch Platz 5 halten können, weil die Holzfällerhütte, wie gesagt, nach wie vor eigentlich so die niedrigsten Voraussetzungen, und das sind halt die Standardvoraussetzungen, wie jede andere Gilde auch hat, 320 Alu, 50er Mount und sich jeden Tag zu den Kämpfen melden und Gildenpad machen, so, ne? Das sind eigentlich so die Sachen, die sollte man schon voraussetzen, ne, in so einer Standardgilde. Ne? Klar, es gibt natürlich auch Free-to-Play-Gilden, da kann man jetzt 320 Alu 50er Mann jetzt nicht voraussetzen, aber das ist für eine normale Gilde eigentlich schon Standard. Ne? Ihr wisst, was ich meine. Man muss sie nicht immer erklären. Also, falls ihr euch immer noch bewerben wollt bei ja, der Hütte, schreibt mir gerne privat, auch bei Vollbesetzung gerne für die Warteliste an, falls ihr in Zukunft hier mitmachen wollt. Und dann lässt sich da bestimmt einiges regeln, wenn wir mal wieder Not am Mann haben, dann kann man da sehr gerne dann drauf zurückgreifen. Ansonsten kann ich auch mal wieder seit langer Zeit ein bisschen Werbung für die Störartigen machen, ja. Die brauchen bestimmt auch mal wieder ein bisschen Unterstützung. Das ist ja die ja, Gilde, die sich aus der Community quasi gegründet worden ist, so, ne, aus der ja, Discord, YouTube, Shakes and Fidget, Dorzer Community, so mäßig, ne, und ja, die ist auch fast voll. Ich weiß nicht, hier sind die Voraussetzungen natürlich deutlich weniger. Hier wird wahrscheinlich nur zählen, wenn ihr aktiv spielt. Ihr könnt hier auch als Free-to-Play-Spieler mitmachen, ne. Das ist halt eben eine Gilde, die Voraussetzungen halt eben ein bisschen niedriger angesiedelt hat, aber ja, für solche Leute, die halt eben Free-to-Play unterwegs sind, muss es halt auch die dementsprechenden Gilden geben, ne? Und deswegen nach wie vor könnt ihr der Gilde natürlich auch sehr gerne joinen, ne? Schreibt da einfach den Breezox an. Ich denke mal, der kümmert sich darum. Grüße gehen raus an die Störe und ja, das auf jeden Fall erstmal dazu. Ja, gut, ansonsten, ja, wie gesagt, mein Plan ist es eigentlich, da bin ich, glaube ich, jetzt ganz von abgekommen. Ich wollte im Original eigentlich mit der 50er Mine Edelsteine skippen, habe ich ja schon gesagt, ne? Deutliche Verbesserungen sind erkennbar, aber ich habe mir so gedacht, wir haben ja jetzt durch den letzten legendären Dungeon einiges an Ressourcen aufgespeichert, ne? Und eventuell möchte ich diese erstmal die nächsten Wochen, Monate aufbrauchen für die Mine, damit wir hier auch wirklich das Optimale rausholen, so, ne? Ich habe schon Ewigkeiten keine Steine mehr hier zutage befördert, weil ich halt auch lange Zeit Ressourcenprobleme hatte bis zum Leggy Dungeon. Und was halt auch noch dazu kommt, ist die Stufe meines Levels. Umso höher ich mit der Stufe bin, umso bessere Edelsteine bekomme ich ja auch demzufolge. Und wenn ich immer noch in den Dungeons Chancen habe, Dungeons zu besiegen, ohne
neue Edelsteine, dann mache ich das auch, denn wir sind bald nämlich schon wieder Level Up und wie gesagt, ich bin mal in den Simulator reingegangen. Wir sehen hier, bei den Nazgûlen haben wir eine über 1%ige Chance und bei Ostoros genauso und da werden wir heute mal angreifen. Den kriegen wir wahrscheinlich nicht, können wir probieren, aber der ist sehr unwahrscheinlich, dass wir den heute klatschen werden. Ja. Und wenn wir da ein Free Level Up wieder mitnehmen können in der Zeit, dann mache ich das auch. Ja, ansonsten meine Skillung hier auf dem Account ist momentan ein bisschen mehr Stärke als Ausdauer, ist halt einfach auch dem geschuldet, weil ich ein bisschen, ja, mehr noch auf die Dungeons gehe, so, ne, hat nicht unbedingt was damit zu tun, dass hier viele Krieger so um mich rum sind, wo man das gleiche Hauptattribut teilen könnte. Klar, es gibt hier auch den einen oder anderen Bersi und den Krieger, na gut, Krieger eigentlich weniger, aber Bersis, wo es halt schon Sinn macht, ein bisschen mehr auch auf Stärke zu gehen, aber hauptsächlich mache ich es eigentlich momentan für die Dungeons und später werde ich aber ganz später werde ich wahrscheinlich so auf 50-50 switchen mit dem Krieger. Je nachdem muss ich mal schauen, wie sich das denn hier in der Ehrenhalle ergibt, aber mein Plan ist ja erstmal so 50-50 dann zu haben und ja, aber das kann man ja halt auch jederzeit wieder umstellen. Momentan habe ich es halt eher so ausgelegt, ein bisschen mehr Schaden für die Dungeons. Ja, und deswegen würde ich mal sagen, schnacken wir gar nicht weiter rum. Hermoridor, ja, wo haben wir es hier? Hermoridor, die Nazgûle, ist ein Battle Mage, ging mir lange Zeit auf den Sack, hat jetzt eine 1%ige Chance. Wir schauen mal rein, was wir hier so anrichten können. Und wie gesagt, wenn ich bereit bin, sag ich mal, wenn der richtige Zeitpunkt gekommen ist, Steine aus der Mine zu befördern, Edelsteine, mich nochmal komplett neu zu equippen mit legendären Edelsteinen, dann könnte ja auch durchaus sein, dass die Prozente sich in den Dungeons hier nochmal erhöht. Ne? Und das wäre natürlich auch schon wieder sehr attraktiv fürs Level halt eben, ne? Und für den allgemeinen Fortschritt dieses Charakters. Und da haben wir es auch geschafft. Stärke Jurtel haben wir hier rausgezogen. Kann man jetzt nicht unbedingt was mit anfangen. Können wir eigentlich direkt zerlegen. In die Toilette können wir auch gleich was packen. Und dann sind wir schon wieder 2 Plätze ärmer. Das ist doch ganz nice. So. Gürtel kommt rein und da haben wir auch schon den ersten Gegner zu Fall gebracht. Das ist natürlich sehr nice. Ziel ist es heute, den zweiten Gegner auch noch zu Fall zu bringen, also in Ostoros, den Gegner. Das ist hier die Frau in Rot. Ich sollte die eigentlich packen noch in diesem Video, aber wir schauen mal erstmal, was das Monster in See für uns bereit hat. Hier ist ein Geschickgegner, vielleicht. Ja, will der noch gleich hinterher und er will, ja, damit hätte ich nun nicht gerechnet. Alles, was jetzt noch on top da drauf kommt, ist halt wirklich Zusatz. Ich habe halt wirklich mit 2 Dungeons diese Folge gerechnet. Dass der schon wieder fällt, das stand schon wieder gar nicht zur Debatte, sag ich mal so. Aber es freut mich natürlich, umso höher ich im Level bin. Ne, umso höher wird halt auch das Goldeinkommen und so, ne, umso schlechter werden die Quests natürlich, auch erfahrungsmäßig gesehen. Ne, aber Gold ist halt eben nachher später das Wichtigste. Wir wollen schnell ins Late-Game kommen. Ich habe noch nie einen Krieger so weit gespielt wie diesen hier. Ich freue mich, den Krieger nachher später ins Late-Game zu bringen. Das wird mir auch sehr viel Spaß machen. Und das Leben halt zu stacken, ne? Hauptsächlich das Leben, das wird halt ziemlich nice werden. Mal gucken. Valarauka will, glaube ich, erstmal nicht fallen. Deswegen würde ich sagen, peilen wir erstmal den Gegner an, den wir eh schon im Visier hatten. Und das ist halt die Frau in Rot, ne? Die auch mit über 1%, denke ich mal, heute hier auch verabschiedet werden darf. Das kann man denn durchaus schon mal machen. So, mal gucken, wie viele Tries wir brauchen. Wir pilzen mal ein bisschen rein hier. Und dann, wenn wir den hier besiegt haben sollten, dann sind wir auch schon wieder auf einem guten Weg zum nächsten Level Up. Und dann dauert das Ganze gar nicht mehr so lange. Ne? Und ja, ich bin mal gespannt. Es wird noch ein bisschen dauern, bis wir hier die Ressourcen aufgebraucht kriegen. Aber da möchte ich halt erstmal das Optimum rausschlagen. Vielleicht überkommt es mich auch und ich sage, yo, ey, in drei Tagen oder so, ey, komm, wir skippen jetzt doch Leggy-Stein, ich kann nicht mehr warten. Das kann passieren, das kann ich nicht versprechen. Ne? Aber ja, zum momentanen Stand will ich erstmal noch
ein bisschen warten so. Vor allen Dingen für mich ist es halt auch cool, ich habe halt was in der Hinterhand so, ne? Wenn ich meine Alu geklickt habe, dann bin ich ja meistens noch höher. Ihr seht ja, das liegt ja alles nah beieinander. Es kommt so oft vor, dass ich mich in den Top 10 bewege und so, ne? Und wenn ich jetzt noch so ein bisschen was in der Hinterhand habe mit meinen neu gewonnenen Steinen, dann ist das ein gutes Gefühl, dass man noch ein bisschen mehr Potenzial eigentlich aus den Char rausholen kann, ganz easy, als man es jetzt momentan hat. So, und diese Karte in der Hinterhand zu haben, das fühlt sich halt einfach gut an. Deswegen warte ich da gerne noch so ein bisschen. Und ja, ihr habt es gesehen, die Frau in Rot ist tot. Ja, sehr, sehr nice. Haben wir es geschafft. Wir haben auf jeden Fall unser Soll getan für die heutige Folge. Der nächste Gegner mit den nächstmöglichen Prozenten wäre der hier, der sanfte Riese. 0,22% hatte der. Aber ob der heute fallen will, ich weiß es nicht. Die Tries sehen gut aus, sollte man sich aber nicht allzu sehr von verleiten lassen. Das sind dann doch mehr Glückstreffer. Ich gucke nochmal ganz kurz. Hätten wir vorher auch schon machen müssen. Ich bin immer paranoid, dass ich irgendwas noch vergessen habe, aber nein, dem ist nicht so. Wir können mal reinschauen, aber wir haben hier auf jeden Fall heute das schon geleistet, was wir leisten wollten. Und damit bin ich schon mal sehr happy und zufrieden. Ne? Sanfter Riese will nicht unbedingt. Wir können uns die anderen Gegner nochmal anschauen. Die sind von den Prozenten her alle deutlich schlechter, was sich auch hier ganz schnell bestätigt. Da brauchen wir nicht rein. Odin. Ja, Odin liegt bei 0,02, sehe ich gerade. Also der ist auch noch schlechter. Huch. Manchmal sehen die Tries wirklich so aus, als ob sie klappen, aber das sind dann halt wirklich Glückstreffer. Die singenden Sirenen mit einer 0%igen Chance. Ja, kommen wir hier schon über die Hälfte, aber das ist halt auch alles wirklich nichts aussagend hier, die Tries. So, Valarauka will auch nicht, also ihr habt gesehen, der sanfte Riese ist es auf jeden Fall als nächstes. Und ich habe da ein gutes Gefühl, wenn wir uns als nächstes die Steine holen, dann sollte der auch relativ easy machbar sein und liegen. Ja, sehr knappe Tries, sehr, sehr knappe Tries. Aber da soll es erstmal für heute soweit gewesen sein. Ne, das auf jeden Fall soweit meine Pläne zu W50. Es geht auf jeden Fall bergauf. Wir haben hier gute Karten, mit einer der stärksten Krieger zu werden. Ne, Bane ist ja auch noch sehr krass dabei als Krieger. Aber ansonsten, unter mir haben wir lange Zeit keinen Krieger mehr. Ja, Sasek ist hier noch zu sehen. Achso, und Kriegerherz sehe ich hier gerade noch. Das lädt hier immer oben, die ersten 5 lädt das immer so langsam irgendwie. Ne? Also Top 3 Krieger ist auf jeden Fall machbar. Mal schauen, ich bin mal gespannt, wie die Langzeitmotivation hier von den Leuten hier oben aussieht auf dem Server. Aber ich gehe mal von aus, wenn die hier schon so viel Geld reingeballert haben, dann werden sie auch wohl nicht in nächster Zeit aufhören. Ne? Wäre auf jeden Fall wünschenswert. Wenn es hier weiter so aktiv bleibt, würde mich sehr freuen. Ansonsten, ja, wenn es euch gefallen hat, lasst eine Bewertung, einen Kommentar dazu da. Ansonsten wünsche ich euch noch einen super schönen Tag. Vielen lieben Dank fürs Zuschauen. Haut rein und bis zum nächsten Mal.